Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld, in der aufgeräumten, entchaosierten Brickworld tatsächlich. Ihr seht, hier unten liegt gar nichts mehr auf dem Boden und auch hier hinten, ich laufe mal mit euch noch da hinten. Hier ist alles soweit aufgeräumt. Hier liegen Steine, hier unten ist alles voll, unter anderem auch mit Sets, die noch nicht aufgebaut sind, bzw. noch nicht ausgeschlachtet sind. Und hier sind Unmengen an Steinen. Da hinten noch ein bisschen Post, die ausgepackt werden muss. Und ja, ich habe ein wenig das Chaos besiegt. Ihr seht jetzt auch hier meine Sammlung an jetzt auch orangenen Pflanzenteilen. Und ja, es hat ein bisschen geklappt endlich. Vielleicht machen wir dazu auch nochmal ein Video, wie das Ganze jetzt sortiert oder aufgeräumt ist. Wobei es ist noch nicht hundertprozentig sortiert. Ich habe noch ein paar kleinere Kisten, die noch sortiert werden müssen. Da muss ich mich ja noch drum kümmern. Aber darum soll es, wie gesagt, heute gar nicht gehen. Heute geht es um die Brickworld Update. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. 118 vielleicht. Ich habe gerade nachgeschaut und es gleich wieder vergessen. Ist super praktisch. Jedenfalls möchte ich heute mit euch zurück in den Bahnhof gehen. Und zwar dieser Bereich hier vorne. Ich denke, dass wir am chinesischen Restaurant weiterarbeiten werden. Ich werde auf jeden Fall beleuchten. Das heißt, ich muss die Stromverlegung noch hier in das Modul hier reinbauen. Das Modul ist ja hier endend. Man sieht es hier ein bisschen. Und wir werden hier die Wände hochziehen. Auch den Boden vielleicht noch ein bisschen fertiger kriegen. Fehlende Tische vielleicht noch einbauen. Und ganz wichtig, ich möchte ganz gerne heute das chinesische Restaurant beleuchten. Und wenn es ganz gut läuft, hier oben auch noch den zweiten Balken hier reinziehen. Wahrscheinlich werde ich all das nicht schaffen, weil ich mir ja jedes Mal mehr vornehme, als am Ende klappt. Aber wir schauen einfach mal, wohin es heute in dem Bereich geht. Ich bin mich auch gespannt, wie das Ganze aussieht, wenn das chinesische Restaurant von außen, von innen beleuchtet ist, man das dann draußen sieht. Der erste Schritt ist getan. Ich habe hier hinten aufgemacht, habe wie immer ein Loch hier reingesägt durch das Modul. Ich sehe, hier muss man noch ein bisschen saugen. Und auch durch die Platte, um dann hier unser USB-Stecker durch das Modul nach unten zu ziehen, dass eben auch dieses Modul jetzt seine Stromversorgung bekommt. Ich kann mal kurz mit euch nach unten gehen. Die Stromversorgung muss immer noch optimiert werden, aber da müsste ich halt, wie gesagt, erstmal schauen, wo jetzt am Ende alle Kabel rauskommen werden. Hier ist das Loch, aus dem jetzt gerade das ich gerade gemacht habe, aus dem jetzt eben der USB-Stecker kommt, der jetzt hier reingeht. Und hier seht ihr übrigens ein anderes Loch. Das ist das Modul. Da gehen wir auch mal kurz hoch. Das ist für dieses Modul hier. Das ist tatsächlich nur eine Platte groß und da hängen die Laterne mit diesem Blinklicht und der Stromkonnektor für das Auto hier vorne. Und ja, ich werde auf jeden Fall jetzt hier mal anfangen, alle Stromkabel so weit zu verlegen, dass ich jetzt auch überall dort Strom habe, wo ich ihn brauche. Und dann geht es hier gleich weiter im chinesischen Restaurant. Ich bin gespannt. Man mag es kaum glauben, aber ich habe jetzt tatsächlich fast eine Dreiviertelstunde gebraucht, um da jetzt zwei Kabel hier durch die Wand hochzuziehen. Die Wand muss ich jetzt wieder zubauen. Zum einen den Konnektor mit einem Verlängerungskabel, weil der Konnektor an sich nicht lang genug ist, um dann eben Strom für die Decke hier zu haben, wo wir dann die ganzen Lampen anbringen. Und dann nochmal ein zusätzliches Kabel, das dann weiter nach oben noch gehen wird, um weiter oben dann den Strom zu liefern für die nächste Etage, für die Deckenbeleuchtung. Was Ähnliches hatten wir ja hier schon gemacht. Da haben wir ja auch ein Kabel bis nach oben durchgezogen, wo dann später auch noch der weitere Stromversorgung für die oberen Stockwerke dann stattfindet in den Modulen. Habe ich jetzt hier gleich mal mit hochgezogen, weil es eben sinnvoll ist. Dummerweise habe ich das hier drüben bei dem Modul vergessen damals, das müssen wir halt da noch nachholen. Wobei wir das wahrscheinlich hier leichter hinbekommen, weil der Strom hier an der Seite hochgeht und wir hier offen haben. Da drüben war das Ganze ein bisschen schwieriger. Ihr seht, dass ich hier ein bisschen rückbauen musste, ohne zu versuchen, dass hier alles einstürzt. Und soweit bin ich jetzt gut durchgekommen. Ich werde jetzt gleich mal ganz kurz testen, ob die Stromkabel auch funktionieren, bevor ich alles zubaue. Ich hoffe es. Sonst muss ich nämlich alles nochmal neu verkabeln. Es kann nicht ab und zu passieren, dass man dann die Kabel nicht so gut behandelt, dass man die eben einen kleinen Kabelbruch erzeugt. Und durch die Wand geziehe kann das manchmal passieren. Liegt jetzt nicht an der Qualität der Kabel, sondern einfach daran, dass man ein bisschen zu grob damit umgeht. Aber ich bin zuversichtlich und teste das jetzt einfach mal. Wie ihr sehen könnt, ist die Wand wieder geschlossen und man sieht nichts von meinen ganzen Verkabelungsarbeiten. Wir können ja noch mal unter den Tisch gucken. Dann seht ihr, dass hier unten das Kabel reingeht. Es geht unten ins Modul, davon sehen wir nichts mehr. In der Wand nach oben, also doppelt sozusagen. Einmal hier für den Konnektor und einmal das Kabel guckt jetzt hier raus für die weitere Verkabelung für weiter oben. Und ich habe jetzt hier einfach mal ein Striplight an dem anderen Ende des Konnektors. Und wenn wir das einfach jetzt hier drauflegen, seht ihr, es geht an.
Das heißt, die Stromversorgung funktioniert und damit sind wir hier schon mal einen ganzen Schritt weitergekommen. Es hat leider länger gedauert als gedacht. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal hier den Innenausbau des chinesischen Restaurants ein bisschen vorantreiben. Das heißt, wir werden den Rest pflastern. Dafür müsste ich alle Steine da haben. Da kommt wahrscheinlich nochmal ein Tisch hin. Wir werden die Wand hier hochziehen, noch ein bisschen Verzierungen einbauen und einfach jetzt mal den Innenraum so weit fertig gestalten, wie es klappt. Die Küche schaffe ich wahrscheinlich heute noch nicht, weil ich dafür nicht alle Steine da habe. Aber den Innenraum, denke ich, kriegen wir so weit hin mit allem, was wir brauchen und vor allem mit der Beleuchtung. Ich habe da mal angefangen weiter zu bauen und zwar habe ich jetzt erstmal hier vorne mal, um die Wand ein bisschen aufzulockern, hier dieses Bild sozusagen aufgehängt. Laut Google Lens Übersetzung steht oben, glaube ich, Gott und unten Drache. Macht einfach die Wand jetzt ein bisschen weniger leer. Sieht auch gleich viel besser aus, meiner Meinung nach. Und dann habe ich jetzt hier vorne mal angefangen, 2 goldene Säulen noch einzubauen, damit einfach noch ein bisschen Struktur im Inneren reinkommt. Mal schauen, wie wir das oben noch weitermachen. Und dann habe ich noch die Wand hier hinten hochgezogen. Und dieses Element, ich glaube, das ist eigentlich... Oh, da fällt mir gleich die ganze Wand um. Die ist noch nicht fixiert richtig. Eigentlich sieht die so aus mit diesen komischen roten, was auch immer. Ich glaube, das ist aus irgendeinem... Ich bin mir nicht ganz sicher... Monkey Kit oder so, Ninjago-Set. Es sah ein bisschen komisch aus mit dem Rot, habe ich diesen goldenen Platte oben drauf gemacht. Sieht dann gleich wieder ganz besser aus, finde ich. Sieht auch ganz nett aus, wenn man es von hier vorne sieht. Bringt einfach ein bisschen Struktur da hinten rein. Und meine Idee ist jetzt, dass hier hinten noch ein relativ großer Tisch reinkommt. Und da habe ich mir überlegt, ob ich den nicht einfach auf so ein kleines Podest hochstelle, einfach um auch noch mal ein bisschen durch die Höhe Struktur das Ganze zu bringen. Weil wir haben halt hier einen relativ großen Raum und da können wir gleich auch noch mal ein bisschen Struktur reinbringen, wenn wir jetzt einfach mal die Höhe noch ein bisschen verändern. Ansonsten seht ihr, es geht ganz gut voran. Ich bin gespannt, wie es dann später aussieht, wenn wir die ganzen Tische mit Lampen von oben beleuchten. Es geht gut voran, wie man sehen kann. Ihr seht, ich habe den ganzen innere Wand jetzt hier komplett hochgezogen, noch ein bisschen verschönert mit ein paar Teilen. Hier ist das Ende des Moduls. Die Wand hier habe ich jetzt noch nicht hochgezogen, weil ich noch nicht weiß, welche Farbe wir hier brauchen. Das ist aber nachträglich einzubauen gar nicht so kompliziert. Der ganze Boden ist fertig, wie ihr sehen könnt. Unser Podest ist fertig. Alle Stühle sind da. Ich brauche jetzt hier noch eine Höhe Plates und dann kann ich oben drauf diese Steine setzen, mit denen wir dann das Dach draufsetzen können. Und dann nähern wir uns auch wirklich schon dem Ende der ganzen Geschichte hier. Ich weiß noch nicht, ob ich dann vielleicht noch irgendwo schaue, ob ich noch irgendwie mehr Deko reinbringe, aber das schaue ich mir dann erstmal an, wenn mehr Figuren drin sind und vor allem, wenn dann die Beleuchtung da ist. Wie gesagt, die Küche müssen wir bei dem nächsten Update vielleicht noch machen. Oder was heißt vielleicht, ganz sicher, weil ich eben nicht so Steine wirklich dafür da habe, um das zu lösen. Aber ich bin doch ganz zufrieden damit. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, vor allem wenn man jetzt hier durch die Küche so durchschauen kann. Und man hat dann doch ganz gute Blickwinkel, auch von außen. Sieht es doch ganz nett aus. Ich habe jetzt auch inzwischen den Eingang fixiert an der Wand. Das heißt, das Ding wackelt nicht mehr so, wie es vorher getan hat. Und ich glaube, detailmäßig sind wir gar nicht schlecht dabei. Ich habe auch hier noch ein paar von diesen... wie auch immer man sie nennen möchte, angebracht, einfach um noch ein bisschen Details reinzubringen. Und ansonsten ist das hier auf jeden Fall jetzt der richtige Weg. Ich werde auf jeden Fall jetzt oben mal mich ums Dach kümmern, da müssen wir die Beleuchtung machen und noch ein paar Figuren auf jeden Fall reinstellen. Ich muss mal schauen, wo der Koch ist, den ich extra gekauft habe für 5 Euro. Aus irgendeinem Jago-Set. Und ja, ich mache jetzt weiter und wir schauen uns gleich an, wie es aussieht, wenn wir noch einen ganzen Schritt weitergekommen sind. Jetzt ist auch alles vorbereitet für das Dach, das ich jetzt gleich bauen werde. Wir haben hier ein paar von diesen Modified Bricks, Tiles oder Plates, je nachdem man sie nennen möchte. Und ganz viele Tiles, um das Ganze hier abzudecken. Ich habe das hier nochmal verbunden, damit die Säule hier nicht rumwackelt. Und ansonsten habe ich noch einiges an Figuren noch reingestellt, ein bisschen was umgebaut. Da hinten sind auch Leute hinten am Tisch. Hier ist unser neuer Koch, den ich bestellt habe. Ich weiß jetzt gar nicht, aus welchem Ninjago-Set der ist, aber er passt auf jeden Fall gut hier rein. Und auch ein paar andere Gäste und auch das Eingangsportal hier ist jetzt ganz nett. Ich kann es euch nochmal von hier vorne zeigen, wenn man jetzt hier runter schaut. Ist das jetzt der Blick nach innen in das Restaurant. Und was jetzt natürlich kommt, ist ein Dach bauen und dann die Beleuchtung anfertigen. Das wird jetzt nochmal eine größere Geschichte. Aber ich glaube, das macht auf jeden Fall eine ganze Menge aus, wenn dann hier wirklich mal Beleuchtung drin ist. Vor allem auch, wenn das Licht dann nach draußen fällt, hier auf die Straße. Dann können wir zum ersten Mal sehen, wie es eigentlich aussieht. Und dann auch darüber reden, ob wir dann überhaupt noch irgendwie Außenbeleuchtung für das Gebäude brauchen. Ja, so viel dazu. Jetzt wird gebaut weiter. Der Bau des Daches für das chinesische Restaurant bzw. der Plattform für den ersten Stock, in dem dann hier oben dann auch der Lego-Laden sein wird und hier wird natürlich der Weg fortgeführt und was wir dahin machen, ist noch eine Frage.
Geht voran, es ist eine relativ komplizierte Sache, weil wir nämlich einfach eine recht große Plattform an sich haben, aber auch schauen müssen, wo wir Ablageflächen haben. Dadurch, dass wir hier die Küche haben, haben wir noch ein bisschen mehr Stabilität. Ich nutze jetzt wieder mein System hier mit diesen Elementen, die dann relativ viel Stabilität in das Ganze bringen. Seht ihr von unten, wir haben es hier wie immer und dann dahinter über dem Eingang auch nochmal, einfach um mehr Stabilität reinzubringen. Und hier zum Beispiel verlieren wir sagen einen Plate. Es ist eine Sache, die einfach kompliziert ist, aber ich denke, dass ich jetzt den Rest hier relativ schnell zusammenbauen kann. Wir gehen allerdings auch schon wieder die Platten aus, also ich will nicht wissen, wie viele ich von diesen ganzen grauen Platten hier schon drin habe, aber wir sehen jetzt langsam, was sich hier vorne auch alles schließt im unteren Stock und der untere Stock hier vorne im Prinzip fast fertig ist. Also wenn das chinesische Restaurant fertig ist, haben wir noch das hier und dann haben wir hier unten bis zur Mitte nur noch die kleine Pizzeria und dann wären wir hier vorne im unteren Stock eigentlich schon fertig mit allen Geschäften. Also da auf jeden Fall geht es voran. Man sieht jetzt auch hier, wie sich alles schließt. Wir werden da nochmal Licht anbringen, natürlich über dem Eingang. Aber so geht es ganz gut voran, würde ich sagen. Auch hier wird es jetzt langsam dunkel, aber da kommen ja, wie gesagt, auch noch Lampen rein. Dort hinten könnt ihr es jetzt sehen, die erste Testlampe hängt über dem ersten Tisch. Es ist jetzt auf dem Video mal wieder ein bisschen heller, als es eigentlich ist. Ich schau mal, ich werde mal hier in falsche Richtung. Ich glaube, das ist eher realistisch gerade. Ungefähr so ist es in der Realität gerade. Und ich bin ganz zufrieden. Ich werde jetzt über die anderen Tische auch noch Lampen hängen. Es wird jetzt noch ein bisschen kompliziert mit der Verkabelung oben an der Decke. Aber ich glaube, das wird eine ganz schöne Sache. In der Küche werden wir dann noch, denke ich, einen LED-Stripe anbringen. Ich weiß noch nicht, ob wir den jetzt in warm oder kaltweiß machen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir mit diesem Lampenkonstrukt eine ganz schöne Atmosphäre hier in dem Restaurant schaffen werden. Und hier seht ihr jetzt die hoffentlich finale Verkabelungsarbeit. Natürlich habe ich das Ganze jetzt wieder mit dem System von Illumedio Bricks, meinem Beleuchtungspartner, gemacht. Da habe ich ja letztens das Paket bekommen. Könnt ihr mal reinschauen auf den Shop, oben rechts verlinkt oder unten in der Videobeschreibung. Damit beleuchte ich hier eigentlich alles hier in der Stadt. Und das, was noch nicht damit beleuchtet ist, wird noch umgebaut. Und ja, das ist dann die Beleuchtung. Wir haben jetzt 4 Lampen für Tische. Das da ist die Beleuchtung für die Küche und das hier ist für den Eingang vorne außen. Ich werde jetzt mal das ganze Modul hier gleich mal einbauen, also dieses ganze Konstrukt, das ist ja relativ groß. Und mal schauen, ob das Ganze auch so passt, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie ihr sehen könnt, habe ich es jetzt hier im Raum mal ein bisschen dunkler gemacht. Richtig dunkel ist es natürlich nicht, weil, wie ihr wisst, kann ich hier den Raum nicht vollkommen verdunkeln. Das liegt daran, dass hier auch Glasbausteine im Raum sind, die keine Rollladen oder Vorhang oder dergleichen haben. Aber ich habe es jetzt mal so dunkel gemacht, wie es geht. Und ihr seht jetzt schon hier unten die Beleuchtung des chinesischen Restaurants. Ist schön in einem warmen Farbton gegenüber dem eher helleren hier draußen im Einkaufszentrum. Und ich gehe jetzt einfach mit euch mal vor, hier in den Eingang runter. Schauen wir mal, ob das hier irgendwie klappt. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich nehme mal kurz ein anderes Objektiv. Dann sehen wir hier nicht ein bisschen mehr. Und der Eingang sieht doch ganz gut aus, finde ich. Und wir schauen jetzt gleich nochmal richtig von der Seite rein. Und so sieht es jetzt hier drin aus. Es ist jetzt etwas, ja doch, so kommt es, glaube ich, ganz gut hin. Ihr seht, wir haben ein etwas helleres Licht hier in der Küche. Sieht ganz gut aus und glücklicherweise hilft dieser Block da oben, dass die ganze Beleuchtung jetzt nicht im größeren Maße zu dem warmen Licht nach draußen dringt. Und ansonsten gefällt mir der Farbton hier drin doch wirklich sehr, sehr gut. Ich finde auch jetzt dieses Bild sehr nett eigentlich, mit diesem Querschnitt. Das sieht auch ganz gut aus. Also ich muss sagen, mir gefällt es. Wir müssen, wie gesagt, die Küche noch einrichten, vielleicht noch ein paar Details einbringen, ein bisschen was auf die Teller stellen. Aber ich finde, das hat sich heute auf jeden Fall gelohnt. Es war sehr, sehr, sehr viel Arbeit auf jeden Fall. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das Restaurant sieht meiner Meinung nach wirklich gut aus. Mir gefällt die Lichtstimmung, auch der Übergang hier rüber in diesen Trubel des Ganzen. Und wir sehen auch jetzt hier oben, wie sich jetzt hier langsam alles schließt. Das ist eine Sache, die mir auch gefällt. Und allein durch die Plattform da oben haben wir heute jetzt natürlich einen riesen Schritt nach vorne gemacht, auch weil wir jetzt eben hier die Wand bis nach oben ziehen konnten. Und damit ist natürlich auch jetzt der Grundstein geschaffen für den Lego-Laden, der hier oben reinkommen wird. Das ist eine Sache, da müssen wir mal schauen, wann wir damit anfangen. Da muss ich auch noch ein bisschen planen auf jeden Fall. Aber ansonsten bin ich super, super zufrieden mit dem chinesischen Restaurant hier. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt und auch alles andere, was euch so einfällt, wie immer. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen heute. Vielen Dank für eure Treue. Schaut auch mal bei Instagram vorbei, ist auch unten verlinkt. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim selberbauen. Bleibt gesund natürlich.
Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.